Wir sind mit der Berner Oberlandbahn nach Lauterbrunnen gekommen und steigen um in die Wengener Albbahn. Mit ihr fahren wir hinauf zur kleinen Scheideck und weiter hinunter nach Grindelwald. Mit mehr als 19 Kilometern gilt sie als längste durchgehende Zahnradbahn der Welt. Naja, mit dem Durchgehend ist das so eine Sache. Aber das erkläre ich später. Auf der gegenüberliegenden Talseite ist die Trasse der Standseilbahn zur Krötschalp zu sehen, die erste Etappe der Fahrt zum autofreien Bergdorf Mürren. Aber das ist ein anderer Film. An dieser Ausweichstelle kommen wir an vielen Gegenzügen vorbei. Auch bei der Wengener Albbahn wird der Zugfolgebetrieb angewandt. Das heißt, mehrere Züge fahren auf Sicht in kurzem Abstand hintereinander her und stauen sich an der Ausweiche. Auch Güterzüge sind unterwegs. Hinter dem Rohrflurtunnel ein kurzer Blick ins Lauterbrunnental. Und auf der anderen Seite gibt's auch eine Menge zu sehen. Wengen ist erreicht, bekannt durch das Lauberhorn-Skirennen. Die Bahn fährt auf einer Spurweite von 800 mm. Die Zahnstange wurde von dem gebürtigen Elsässer Niklaus Reggenbach entwickelt. Die Ingenieure Pauli und von Roll modifizierten sie so, dass kleinere Kurvenradien bis zu 60 Metern möglich waren. Die maximale Streckenneigung liegt bei 19%. An der Fahrleitung liegen 1500 Volt Gleichstrom an. 1893 wurde die Strecke eröffnet, zunächst mit Dampfzügen betrieben und 1910 elektrifiziert. So viel zur Technik. Jetzt genießen wir die Fahrt.
Die Eiger Nordwand liegt vor uns. Das Hinweisschild am Bahnhof zeigt, wohin die Reise der meisten Touristen geht: aufs Jungfraujoch. So herrscht auf der anderen Bahnhofsseite der meiste Betrieb. Wo die meisten Menschen von hinten zu sehen sind, ist auch Benny nicht weit. Gut dressiert bedient er das erwartete Klischee vom treuen Lawinenhund, egal ob auf der Scheideck oder am fernen St. Bernhard. Hauptsache die Bilder sind fertig, wenn seine meist asiatischen Fans vom Jungfraujoch zurückkommen. Also wie gesagt, muss man sowieso die Landschaft sehen. Kann man auch nicht Bildern. Nee. So einmalig. Da unten kommt die Bahn von Grindelwald herauf. Und wieder ist der Steuerwagen vorn. Hinten schiebt der Motorwagen, genau wie bei unserer Fahrt von Lauterbrunnen herauf. Wie bei jeder steilen Gebirgsbahn sind die Triebwagen immer auf der Talseite. Deshalb ist eine Durchfahrt an der kleinen Scheideck normalerweise nicht möglich. Die Fahrgäste müssen umsteigen. Das sind die Wagen der Jungfraubahn. Sie ist knapp 9,5 Kilometer lang und überwindet dabei 1400 Höhenmeter. Nur gut 2 Kilometer fährt sie unter freiem Himmel, den Rest im Tunnel. Das ist auch der Grund dafür, dass sie von Anfang an elektrifiziert wurde. Auch eine historische Zugkomposition ist noch im Einsatz. Wie hier die teakholzbeplankte Lok Nummer 6 aus dem Jahre 1904. Eine HE 22. In den 60er Jahren umgebaut mit den entsprechend angepassten Rowan-Wagen. Die ursprünglichen Rowan-Wagen, eine in Dänemark entwickelte Konstruktion, hatten nur ein Drehgestell und stützten sich auf die Lok ab. So wurden Achslast, Reibung und Zugkraft erhöht. Im Unterschied zur Wengener Altbahn hat die Jungfraubahn eine Spurweite von 1000 mm und eine andere Zahnstange, nämlich System Strupp. Technikfreaks haben natürlich sofort gesehen, dass sich über jedem Gleis 2 Fahrräder befinden und die Motorwagen über 2 nebeneinander liegende Stromabnehmer verfügen. Das deutet auf einen Drehstrombetrieb hin. Für kurze Strecken war das die günstigste Lösung. Dampfbetrieb wie auf der Wengener Altbahn war bei der Inbetriebnahme der ersten Teilabschnitte wegen des Tunnels keine Alternative. 1912, nach 16 Jahren Bauzeit, war die verrückte Idee des Adolf Guyazeller Wirklichkeit geworden. Mit einer Bahn aufs Jungfraujoch. Das war sein Traum. Unser Traum blieb es. War damals die Zeit zu knapp oder die Reisekasse zu leer? Nein, auf der Wanderung 1994 bin ich gestürzt und die Kamera versagte anschließend ihren Dienst. Schade, denn billiger wird das Vergnügen bestimmt nicht mehr.
dass mir nur niemand verloren geht. Da hinunter geht's nach Grindelwald. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war das modernste, was die Wengener Altbahn zu bieten hatte. 2 aneinander gekoppelte Doppeleinheiten mit je etwa 800 kW Leistung. Baujahr 1988. Und damit fahren wir jetzt hinunter. Grindelwald Grund ist erreicht. Hier beginnt auch die Gondelbahn zum Männlichen. Davon gleich mehr. Hier machen die Triebzüge Kopf, denn es geht wieder fast 100 Höhenmeter steil bergauf zum Bahnhof in Grindelwald. Wir erinnern uns, angetriebene Wagen immer auf der Talseite. Gleis 1 nach Interlaken Ost, bitte rasch einsteigen. Set trains quickly. Quickly. Track 1 to Interlaken Ost, please take your seats. Mit der Berner Oberlandbahn geht's zurück via Interlaken Ost. Auf der Rückfahrt fällt unser Blick noch einmal auf die Gondelbahn Grindelwald-Männlichen.
Bei ihrer Eröffnung Weihnachten 1978 war sie mit 6,2 Kilometern die längste ihrer Art. Sie überwindet fast 1300 Höhenmeter und ermöglicht wunderbare Wandertouren in Verbindung mit der Wengener Alpbahn. Mit der Gondelbahn geht's hinauf zum Männlichen auf 2225 Metern. Von dort führt zum Beispiel ein 6,5 Kilometer langer Panoramaweg auf die kleine Scheideck. Dort angekommen hat man die Qual der Wahl. Entweder man fährt mit der Bahn wieder hinunter nach Grindelwald oder hinunter über Wengen nach Lauterbrunnen. Das machen wir. Mit dem festen Vorsatz, noch einmal wiederzukommen und aufs Jungfraujoch zu fahren. Aber das ist dann ein anderer Film.